Heute bin ich mal nicht im gewohnten Umfeld, das heißt, ich befinde mich nicht zu Hause. Ich bin halt irgendwie unterwegs und das hat auch einen Grund. Ein Grund ist eine Serie, die ich mal probieren will zu starten. Und zwar geht es dabei, wie man es schafft, irgendwie aus dem Hobby in den Beruf zu kommen. Grundsätzlich ist es so, die komplette Car-HiFi-Industrie hat, wie ich glaube auch alle anderen Industrien, irgendwie Probleme, um Nachwuchs zu bekommen. Und ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die es geschafft haben, aus dem Hobby in den Beruf zu kommen, die ich halt irgendwie schon länger kenne und mit denen ich mich so ein bisschen unterhalten will, wie sie es denn geschafft haben, weil vielleicht ist es ja auch für mich irgendwie irgendwann möglich, mal ja irgendwie im Car-HiFi unterzukommen. Ob ich das will, weiß ich noch nicht. Aber das ist ja alles möglich. Ich bin hier heute untergekommen beim lieben Patrick Klinge. Hi. Ich kenne dich seit 2000 was? Ich glaube, es war 2014 bei der AJA. 2014 bei der AJA. Also ja, auch wieder an der Stelle irgendwie so AJA-Umfeld. Ja, man lernt einfach Leute kennen. Das ist halt das Gute an diesem ganzen AJA-Spaß. Und wir sind gar nicht zusammen gestartet. Ich glaube, du bist gegen meine damalige noch Freundin gestartet. Ich glaube, mit dem Twingo, ne? Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, es war gegen die Freundin. Obwohl, du warst, glaube ich, auch in einer anderen Klasse. Du bist, glaube ich, direkt in der Unbegrenzten gestartet. Ich bin in der Einsteiger Unbegrenzt. Genau. Ja. Also Einsteiger, wir waren dann, also Caro war dann halt auch in der Einsteiger, aber da gab es noch eine Preisbegrenzte, die gibt es jetzt aktuell leider nicht mehr. Stimmt. Ja, das liegt halt einfach daran, weil wir zu wenig Leute da haben, damit sich das halt lohnt. Aber du hast direkt losgelegt und direkt richtig. Ja, nicht ganz. Habe auch klein angefangen. Nach dem ersten Start habe ich aber gemerkt, da muss mehr passieren. Und dann habe ich richtig angegriffen. Okay, aber fangen wir mal wirklich irgendwie von Anfang an, weil du hast ja jetzt nicht gesagt so, okay, mein Hobby ist HiFi, ich fahre zu einer AJA, sondern das ist ja irgendwie anders gestartet. Musikaffin war ich eigentlich schon immer. Das war schon zu so Jugendzentrum-Zeiten. Gab es so eine kleine Disco, da war ich schon immer mit zugange. So der Klassiker. Und dann war es natürlich Pflicht mit 17, Führerschein mit 17 und dann Musikanlage in das Auto rein. Führerschein mit 17? Du durftest schon mit 17 Führerschein? Ich durfte mit 17 machen, ja. Begleitetes Fahren. Bin ich so alt? Ja, das war tatsächlich begleitetes Fahren. Ja. Und noch bevor ich den Führerschein hatte, war in dem Auto, was ich gekauft habe, war ein Radio drin. Ein anderes. So war der Start. Ja gut, also das kenne ich auch. Also ich habe halt auch irgendwie, bevor ich ein eigenes Auto hatte, habe ich natürlich im Auto von meiner Mutter schon ein Radio eingebaut und irgendwie bei all die Lautsprecher gekauft, die dann halt nicht gepasst haben. Aber so fängt man halt an. Ja, das ist ja normal. Genau. Okay, das heißt, begleitetes Fahren und du hattest quasi ein Auto, wo schon, was war es für ein Radio, weißt du das noch? Es war ein Panasonic tatsächlich. Zu der Zeit gab es Panasonic noch. Gibt es mittlerweile ja nicht mehr. Aber das war ein Panasonic-Radio. Mit CD, kein USB, sowas gab es da noch nicht. Aber davor war wahrscheinlich Kassette drin oder irgendwie sowas? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Ich glaube, da war vorher ein Kassettenradio drin. Also ich weiß auch noch, ich habe damals, bevor ich da ein Radio eingebaut habe in dem Auto meiner Mutter, ich hatte eine Kassette, wo die Need for Speed Lieder drauf waren. Ja, also das reingelegt cool. Und dann hast du halt diese 60 PS, aber ja. Ja, bei mir war das so ein Ford Fiesta auch mit irgendwie 45 PS oder sowas. Ja. Cool. Okay, das heißt, Radio war so das erste, wie du da irgendwie in diesen kompletten Bereich gestartet bist. Ja, dann Lautsprecher tauschen, der Klassiker, Heckablage zu der Zeit, weil das war irgendwie, dachte man, ist günstiger, als die Frontlautsprecher zu tauschen. Ist einfacher. Ist zumindest einfacher. Zu der Zeit war das offenbar auch einfach so, womit man angefangen hat. Heute würde ich nie wieder eine Heckablage umbauen. Warum? Das ist ein Selbstmördergeschoss. Bei einem Unfall kann das echt ein Problem sein, egal wie fest man das Ding macht. Von der Sicherheit ist das wirklich nicht zu empfehlen. Ja, und da war dann auch tatsächlich schon die erste Audison-Endstufe dabei. Was? Also mit den Lautsprechern, dann quasi Lautsprecher getauscht, eine Heckablage und dann... Und dann direkt einen Verstärker dazu. Ein Audison-Verstärker. Jo, das war eine SRX3. 3-Kanal-Endstufe, direkt für den Subwoofer mit. So ein 3-Wege-System auf der Heckablage. Das war, glaube ich, nicht von Audison. Ich glaube, es war MB Quad oder sowas zu der Zeit noch komplett in Deutschland produziert.
Wie bist du, also wieso kam es dann zu einer Audison-Endstufe? Also hast du irgendwie gesucht, okay, was finde ich da so? Weil am günstigsten war es bestimmt nicht. Nee, tatsächlich nicht. Da habe ich auch echt für gespart. Das hing damit zusammen, dass hier um die Ecke ein Händler war, der auch Audison gemacht hat. Okay. Oder der viel Audison gemacht hat. Audison und Herz. Und so kam das dann. Beraten lassen. Zu der Zeit gab es sowas wie Online-Shops, zumindest noch nicht in dem Umfang. Ja, gab's mit Sicherheit schon 2014, aber ein bisschen. Aber so als kleiner Bengel, hart erarbeitetes Geld in der Ausbildung, da will man natürlich auch keinen Klogriff machen. Gut, es gibt genug Leute, die dann halt irgendwie sich für 50 Euro eine Endstufe kaufen und dann merken, okay, das war nix und ne, wer günstig kauft mehrmals und so. Okay, das heißt, dann hast du schon mal eine ordentliche Endstufe gehabt und ein schönes Hecksystem mit Subwoofer. Genau so. So hat's angefangen. Im Fiesta. Im Fiesta. Okay, cool. Irgendwann wurde dann das Auto getauscht, der Fiesta war da nichts mehr. Der nächste war dann Golf 2 und da... Golf 2, mein Gott, schönes Auto. Ja, das Auto hatte sogar einen Namen, sie hieß Gisela. Warum? Das Auto, natürlich war der Wagen gebraucht und der Vorbesitzer hatte da einen Gisela-Aufkleber dran. Ich weiß bis heute nicht warum, aber das Auto hieß Gisela. Da wurde dann tatsächlich auch das Frontsystem getauscht mit so aus Holz gebastelten Doorboards. Ja, weil der Golf da in der Zeit nur, ich glaube, 13er sogar in der Tür hatte. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und da kam dann das erste Frontsystem zu der Audison SRX Endstufe. Da gab es dann keine Heckablage. Also die Heckablage gab es immer noch, wurde umgebaut, aber nicht mehr über die Endstufe. Ja. Okay. So ist das dann. Dann irgendwann gab es tatsächlich sowas wie einen Prozessor. Ich glaube sogar in dem Auto schon. Das war damals noch das Alpine Imprint. Oh ja, das kenne ich. Ja. So ein H100-Gedöns. Ne? Ja, genau sowas. Selbst einmessen, man hatte nachher kaum Zugriff darauf, konnte nichts mehr so richtig ändern, sondern musste es nehmen, wie es war. Aber mit Messmikrofon, also ich kenne es selber auch noch, ne? Das ist ein gutes Alpine-Radio und dann mit Prozessor. Es war 2 Wege mit Sub möglich, also ich glaube 5 Kanäle oder irgendwie so. Und dann halt Messmikrofon rein und dann von außen. Aktiv war das noch nicht, das war passiv getrennt noch. Aber das war tatsächlich ja auch irgendwie so eins der ersten DSPs, die man irgendwie so an einem Rechner angeschlossen hat und damit das Software gestartet hat. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde das. Also DSP ist da vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir bei Audison, oder bin ich sehr überzeugt von oder sehr sicher, dass wir einen der ersten wirklich für den Car-Audio-Markt entwickelten DSP hatten, mit dem Bit 10. Okay. Also ich überlege gerade, also ja, der war sehr, sehr früh. Also eigentlich zur Konkurrenz zu dem, also es war ja noch kein Mosconi-Projekt, das war ja damals das Frank Michetta-Projekt mit dem 628. Ich glaube, das war aber später. Ich müsste es jetzt nachgucken. Aber der Bit 10 hat ja auch weniger Kanäle, ne? Also genau, 5 Kanäle. Ja. Mehr ging da nicht. Das war wirklich einer der ersten DSPs für Car-Audio, wo man einen richtigen Equalizer hatte, sowas wie Frequenzweichen und Zugriff darauf hatte. Das war bei dem Alpine Imprint natürlich alles noch sehr rudimentär. Ja, das war tatsächlich ein bisschen weniger, was man machen konnte. Und für die meisten war es besser, weil viele, die stellen da irgendwas ein und die wenigsten machen sich zum Glück irgendwas kaputt. Also klar gibt es auch Leute, die sich was kaputt machen, das sind aber zum Glück die wenigsten. Aber die meisten fahren halt einfach mit schlechter Musik durch die Gegend. Ja, und das ist für mich ist das verlorene Lebensqualität. Absolut. Wenn ich morgens ins Auto einsteige und die Musik geht an, dann habe ich direkt bessere Laune. Das ist auch das, was ich tatsächlich schon in einigen Videos einfach gesagt habe. Warum mache ich den ganzen Spaß? Ich mache das, damit ich ins Auto einsteige und wenn ich aussteige, besser drauf bin als vorher. Ne, das ist eigentlich der Grund, warum. Ist tatsächlich einer der Gründe, natürlich. Und bei vielen heutigen Werksanlagen ist das Ohrenkrebs. Das hat sich aber schon entwickelt. Also ich sag mal, als ich damals in meinen ersten Twingo gestiegen bin, war es natürlich schlechter, als wenn ich jetzt halt irgendwie in ein aktuelles Auto einsteige. Das heißt, da hat sich natürlich schon was getan. Ja, natürlich hat sich da was getan. Aber das entspricht nicht
meinen Ansprüchen, die ich an Audio habe. Weder zu Hause noch im Auto. Das heißt, zu Hause bist du auch schon früh in den Musikbereich gegangen? Ja, aber sehr rudimentär. Ja, da gab es dann mal irgendwie so 2 Lautsprecher und so eine Kompaktanlage und so, aber schon zumindest irgendwie alles im Stereo-Dreieck halbwegs aufgestellt. Also ich glaube, das habe ich ziemlich früh gemerkt, dass das schon, also dass nicht nur der Lautsprecher selbst und der Verstärker selbst was ausmacht, sondern auch wirklich die Aufstellung. Und das sehe ich auch bis heute so. Das Raumakustik im Fahrzeug wie auch zu Hause ist mindestens genauso wichtig wie der Lautsprecher selbst, behaupte ich. Ja gut, also ich sag ja immer, es gibt 3 Punkte, also quasi so ein Dreieck im Auto. Das ist halt einmal Komponenten, das ist Einbau und das ist halt DSP-Einstellung. Genau. Ne? Diese Dreieck, das muss man Absolut. halt irgendwie versuchen zu füllen. Und keins kann so richtig ohne den anderen. Absolut. Das muss man auch sagen. Es bringt nichts, die geilsten Lautsprecher zu haben und total geil und super eingebaut, alles massiv und stabil gedimmt. Und am Ende hängt es dann an DSP einstellen. Was man dann halt möglicherweise irgendwie falsch macht, die Laufzeit in die falsche Richtung rückt und sich dann denkt, so, was ist denn hier los? Ne? Ja, Laufzeitphase, Equalizing, da sind halt super viele wichtige Faktoren. Während der Zeit hast du aber so beruflich, also du hast eine Ausbildung gemacht als Koch? Also nicht so viel in die Richtung. Gar nichts Technisches tatsächlich, ja. Aber dafür kannst du kochen. Dafür kann ich kochen. Ich mache es nur noch selten, da ist meine Frau für zuständig meistens, aber... Ja, aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus dem Beruf. Wenn man das halt irgendwie beruflich gemacht hat, dann hat man da irgendwie zu Hause keinen Bock mehr drauf, oder? Absolut. Beim Kochen war das so. Das sehe ich jetzt mit Beruf in der Car-Audio-Branche oder in der Lautsprecher- und Verstärkerbranche sehe ich das mittlerweile oder fühlt sich das für mich anders an. Ich mache immer noch, unabhängig von dem Job, super gerne Car-Heavy. Fahre, wenn es die Zeit erlaubt, mit der Familie zu den Events, habe in meinem eigenen Auto Anlage, sei es erstens für meinen Spaß, sowie natürlich auch, um Sachen auszuprobieren. Neue Produkte, wie auch immer. Ja. Okay, das heißt, wir waren jetzt beim Golf 2, so, wie bist du jetzt, also das heißt, du hast jetzt ein Frontsystem und hast dir dann so gedacht, so, wie hast du die Eier überhaupt gefunden? Also tatsächlich über das Klangfuzzi. Du hast das passende T-Shirt dazu an. Wie das dann so ist, das Internet war mächtig. Kommt man dann über diverse Suchmaschinen oder kam ich dann über diverse Suchmaschinen zum Klangfuzzi. Das ist relativ einfach, weil da gibt es halt wirklich zu fast jedem Thema irgendwas, was man Das ist so. Das ist für mich in Deutschland die größte und wichtigste Online-Car-Audio-Plattform. Da steckt auch einfach so viel Wissen in dem Klangfuzzi, sei es in dem Geschriebenen als auch in den Personen, die da mitwirken. Es ist nicht mehr so aktiv wie früher, also es war tatsächlich mal viel aktiver, aber nichtsdestotrotz auch die Historie, die da drin ist, also letztens nach irgendwie Phasen irgendwas gesucht und schwupps gibt es die Antwort beim Klangfuzzi. Also es ist halt wirklich so ein Wörterbuch für alles. Das ist so. Ja, da ging es dann irgendwie darum, da gab es Zeiten, da wurden Klangfuzzi-Treffen gemacht. Das gibt es bis heute noch in München. Ja. Machen das ein paar Jungs. Und zu der Zeit haben wir das ja oder wurde das hier in der Umgebung auch gemacht, in Paderborn. Also auch nicht super weit weg. Schlussendlich war es dann aber so, dass eine andere Örtlichkeit gesucht wurde und dann haben wir das tatsächlich bei mir gemacht, in meiner ersten kleinen Werkstatt. Zu der Zeit noch wirklich hobbymäßig. Okay, das heißt, du hattest einen Koch als Beruf, hast als Koch gearbeitet. Und warst aber, bevor du noch irgendwie auf einem Wettbewerb warst oder so, hast du dir gedacht, so, boah, ich hab da Bock drauf, ich mach mir mal eine Garage und baue da ein bisschen. Wie das so ist in den jungen Jahren, mit irgendwie 3 Kumpels dabei, haben wir uns so eine kleine Werkstatt angemietet und haben dann irgendwie an den Autos rumgebastelt. Ja gut, das ist ja normal. Und dann passte das mit so einem, also natürlich habe ich mich erstmal nur mitgelesen im Klangfuzzi, habe mich dann angemeldet irgendwann und dann kommt man da so ein bisschen ins Gespräch. Und dann gab es das Treffen bei mir. In dieser kleinen Werkstatt. Okay. Da waren irgendwie, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Leute oder so. Das war keine große Sache. Und da war der Magnus bei. Der Magnus. Wer ihn nicht kennt, ich habe schon mal den Magnus, habe ich glaube ich so mal interviewt. Wenn das stimmt, dann verlinke ich das gleich mal. Da war der Magnus bei, genau. So. Und ich hatte also zu der Zeit so ein DSP da drin. Das war schon ein bisschen weiter als der Alpine.
war stolz wie Bolle, dass ich das alles eingestellt habe mit so einem gekauften Mikrofon. Da habe ich schon lange mit rumprobiert, mit einem Messsystem. War stolz wie Bolle und dann musste Magnus sich das anhören und sorry dafür nochmal an Magnus. Ich will mir heute nicht mehr vorstellen, wie sich das angehört haben muss. Und dann sagt Magnus: Patrick, komm doch einfach mal vorbei, ich wohne in Paderborn. Dann hast du quasi so Magnus auch aktiv bei der AJA und allem drum und dran. Zu der Zeit war Magnus tatsächlich, war Juror. Und ich glaube ein Jahr später oder 2 war er dann noch im Vorstand und erster Vorsitzender. Das hat sich dann natürlich auch alles so entwickelt. Und so bin ich dann dahin zu Magnus, der hat das eingestellt. Ich war natürlich noch viel glücklicher, weil das natürlich eine ganz andere Hausnummer war, als das jemand gemacht hat, der davon Ahnung hatte. Ja. Also das ist halt wirklich so irgendwie immer der große Unterschied. Man probiert natürlich ein bisschen rum und man kommt natürlich weiter über verschiedenste Quellen, Klangfuzzi, was weiß ich was, kommt man natürlich auch so weiter und weiter, aber irgendwo ist dann halt immer so dieser Punkt, so wo man sich denkt so, ich weiß nicht wirklich. Und wenn das halt wirklich einer dann einstellt, der das schon mal gemacht hat, sag ich mal, dann ist das immer so ein großer Step und man denkt sich so, oh krass, so kann sich das auch anhören. Ja, so, und dann habe ich mich damit selber noch viel mehr beschäftigt in der Theorie und in der Praxis mit dem Einmessen. Und dann sagte Magnus irgendwann: Okay, Patrick, komm doch einfach mal zu so einem AJA-Event. Das war dann tatsächlich auch in der Nähe, in Raden beim Carsten, beim WUFA. Die gute WUF-AJA. Ja, genau, die WUF-AJA. Und da bin ich dann, ich glaube, es war die erste Winter-AJA, muss das, glaube ich, gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war das. Und da bin ich dann gestartet und das war gar nicht so schlecht. Die Leute waren cool. Ja, es waren lauter Verrückte, so wie ich das war oder bin, wo Car-Audio einfach einen hohen Stellenwert im Leben auch hat. Ja, denken halt alle gleich. Ne? Also da findet man halt keinen, der irgendwie sagt, so, ja, ich komme vorbei, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, einfach nur so nebenbei, ich will was haben, aber eigentlich ist mir egal, sondern es sind halt eigentlich ganz, ganz viele, die sagen, boah, ich habe Bock auf super geiles Car-Hi-Fi im Auto. Viele auch, die sagen, ich habe aber keine Ahnung, wie ich das mache. Und man ist einfach unter sich. Das ist so. Und man fängt ja in der Regel anders an. Also man geht ja nicht zu einem AJA-Event oder die wenigsten gehen zu einem AJA-Event und fangen dann an zu bauen, sondern erstmal fängt man an zu basteln und zu bauen. Hat in der Regel oder hoffentlich einen Händler mit dabei, an den man sich wenden kann und der einen da unterstützt mit Einbauwissen, wie auch immer. Ja. Und Material. Und Material natürlich. Ja. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann will man das natürlich auch, da will man sich natürlich auch selber ein bisschen für feiern. Ja? Oder feiern lassen. Oder feiern lassen, natürlich. Also guckt man mal, wo die Reise so hingeht, wenn man dann zu so einem Event fährt. Und hast du dann auch gewonnen, weißt du das noch? Oder? Ich glaube nicht. Das hat sich dann erst so über die Saison entwickelt. In der ersten Saison bin ich direkt deutscher Meister geworden in der Einsteiger. Glückwunsch. Ja, danke. Habe ich damals wahrscheinlich auch gesagt, aber ja. Ja, das war dann ein Highlight und da hat sich über die Saison einfach auch super viel entwickelt. Ja, am Ende mit einem ganzen Rudel, irgendwie mit 6 Endstufen im Kofferraum und also schon kleine Upgrades, ja? Kleinere Upgrades. Das war schon ein Riesenunterschied zu dem, womit ich angefangen habe, da zu starten. Bei dem ersten Event. Ja gut, aber das ist immer so mein Hauptproblem gewesen. Ich bin immer auf so eine AJA gefahren, habe mir dann andere Autos angehört und bin dann meistens ohne Musik zurückgefahren, weil ich total enttäuscht war von meinem eigenen. Ja, das ist so. Das ist mir auch passiert, durchaus. Und dann steigert man sich und wird besser und irgendwann schafft man es vielleicht, dass man zufrieden ist. Also es gibt Leute, von denen ich kenne, die zufrieden sind. Auch wenn es nicht perfekt ist, aber die sind dann halt so, wo sie sagen, okay, es reicht mir aber. Ja, ich ärgere mich bis heute, dass ich das Auto damals nach dieser Saison auseinandergepflückt habe und umgebaut habe. Bis heute war das für mich, zumindest in meiner Erinnerung, eins der besten Autos, die ich je gebaut habe. Ja? Mag vielleicht auch nur ein bisschen an der Erinnerung liegen. Das wird immer ein bisschen schöner. Ne? Ja? Aber am Ende war das eigentlich die erste Saison, war die erfolgreichste für mich. Okay, die Einsteigerklasse war zu der Zeit nicht die High-End-Klasse, muss man so sagen. Noch was anderes als heute, ja. Ja, genau. Heute sehe ich auch die Einsteiger
Also wenn ich da manchmal die Einbauten sehe, das ist schon ganz gewaltig. Und auch die Abstimmungen und Einmessungen sind da schon... Ja, generell ist das Level natürlich überall stark gestiegen und in den Einsteigern auch. Heißt jetzt nicht, dass man jetzt nicht irgendwie als komplett, ich habe nur Sachen reingetan und ich war dahin, irgendwie aufgeschmissen wäre. Aber man findet halt auch da natürlich die Connections und Leute, die einem halt weiterhelfen. Ja, ne? Absolut. Ja. Und dann ging das irgendwie so ein paar Saisons so mit der AJA. Immer wieder gestartet. Zwischendurch war ich noch im Vorstand. Ich glaube, für 1 oder 2 Jahre. Waren wir da nicht sogar zusammen im Vorstand? Ja, wir waren auch zusammen im Vorstand. Ja. Ich glaube, so war das. Und dann hat irgendwann mein Händler vor Ort, mit dem ich quasi angefangen habe, oder der mich da so reingeschubst hat, nicht zur AJA, aber in das Car-HiFi. Von dem du auch die Audison-Stufe hattest? Genau, von dem ich auch die Audison-Endstufe hatte. Der hat dann den Laden verkauft. Okay. Kurze Zeit später war er dann zu und dann musste ich mir natürlich was einfallen lassen, weiter an die Ware zu kommen. Also wurde dann wurde Car-Audio in ein Gewerbe eingetragen, was schon bestand. Und so wurde ich dann Händler. Quasi erstmal bei einem Händler irgendwie aktiv gewesen, dann war der Händler halt weg und dann brauchtest du halt irgendwie die Sachen, hast dir gedacht, okay, dann kannst du auch selber irgendwie Händler werden und dann die Sachen kommen. Zu der Zeit kam das natürlich, dass der Freundeskreis dann auch mal irgendwie Lautsprecher wollte und solche Sachen. Klar. Das habe ich dann immer eingebaut und dann hat sich das angeboten mit dem Händler, mit der Händlerschaft. Das lief dann ganz, ganz klein nebenbei, neben dem Hauptjob. So am Wochenende, samstags einen Einbau gemacht, wie auch immer. Ja, so hat sich das dann zum Händler entwickelt. Das ging dann auch ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht so genau, wie viel es muss vielleicht 2016 oder 17 oder so gewesen sein, mit dem, dass ich Händler wurde. Und dann kommt man natürlich auch mit den Herstellern ins Gespräch und irgendwann stand dann mein alter Händler vor der Tür. Der zugemacht hat. Der zugemacht hat. Und sagte, wollte bei dir Sachen kaufen, oder? und sagte, Patrick, ich arbeite hier jetzt als Handelsvertreter bei Audison und Herz. Okay. Ja, also wäre er quasi dein Ansprechpartner für dich als Händler, so mehr oder weniger. Genau. Und so wurde er dann mein Ansprechpartner. Erst war er mein Ansprechpartner als Händler und dann als Außendienstler, als Außendienst für Audison und Herz und Connection. Ja, cool. So kam dann die Verbindung dahin zustande. Lief das dann auch erst eine Zeit lang. Und dann kommt man natürlich auch mit dem Hersteller ins Gespräch. Gerade wenn man auch an den Wettbewerben teilnimmt, kommt dann der Kontakt zustande. Und in dem Fall eben auch nach Italien und zu dem deutschen Vertriebschef. Also Italien, weil Audison und Herz ist jetzt eine italienische Firma. Genau. Okay. Zu 100%, nicht ganz 100%. Wir haben eine Produktion in China, aber wir als Audison Herz selbst haben unseren Hauptsitz in Italien. Und dann habe ich irgendwann einen nicht Vorserien, das war quasi die erste Produktionscharge, habe ich einen DSP ergattern können. Das war dann ein Bitone HD Virtuoso. Ich glaube, es war schon der Virtuoso. Der konnte dann 4 Filter oder kann er bis heute 4 Filter, also phasenneutrale Filter. Und den durfte ich dann ausprobieren, um meine Meinung dazu äußern. Aber als Händler noch ganz normal. Das heißt, aber du warst Händler, halt irgendwie als Händler und exklusiver Händler. Exklusiv würde ich das jetzt nicht behaupten. Du warst ein Händler mit guten Connections. Vielleicht ein bisschen das, ja. Ich durfte zumindest meine Meinung dazu äußern. Und habe ihn dann auch in den Wettbewerben benutzt und das hat auch echt gut funktioniert. Hast du denn, weil es ist ja immer so, wenn man irgendwas kriegt und dann halt seine Meinung dazu äußert, so, ist es jetzt besser, das Ding irgendwie zu loben oder hast du dann halt auch wirklich irgendwie auf Schwachstellen hingewiesen? Nee, natürlich. Ich bin da jemand, der eigentlich immer frei raus ist bei solchen Sachen. Natürlich mit gewisser Diplomatie allem voran. Ja. Das Produkt war gut oder ist gut. Also da durfte ich schon oder konnte ich schon meine ehrliche Meinung zu abgeben. Sehr schön. Und warst dann auch noch erfolgreich mit toller Hardware. Genau so ist es. Schlussendlich habe ich dann sehr viel Audison und Herz verkauft als Händler. Hattest du denn auch andere, also hast du gesagt, okay, ich mache wirklich nur die Sachen oder hattest du auch andere Möglichkeiten, Sachen zu bekommen? Also andere Kleinigkeiten, der ein oder andere
Hersteller wollte mich nicht beliefern, weil ich dafür zu klein war und das nur so ein Nebengewerbe war, ist, wie auch immer. Und Audi Sonne und Herz hat dann mit dem Außendienstler zusammen, haben wir das wirklich gut hingekriegt und gut gemacht. Und da wurde ich dann beliefert. Okay. Das haben einige unserer Händlerkollegen oder meiner damaligen Händlerkollegen auch belächelt ein bisschen. Aber ich wurde natürlich auch niemandem der anderen Händler gefährlich. Ja, das lief alles so klein im mehr oder weniger Freundeskreis nebenbei, dass das... Also hast du keinem jetzt irgendwie anderen großartig Konkurrenz gemacht? Nein, gab es in der Umgebung denn? Weil es ist ja teilweise, je nachdem wo man ist, halt schwierig, auch einen Händler zu finden. Doch, es gibt hier noch 2 andere Händler in der Umgebung, 3 andere Händler, 2 im näheren Umkreis, einer ein bisschen weiter weg. Aber das war mir dann auch irgendwie zu weit weg und ich hatte ja schon so ein bisschen meinen Freundeskreis und ich sag mal, Kundenkreis ist übertrieben, aber ein paar Kunden. Aber da wurde ich keinem der anderen Händler gefährlich, die das hauptberuflich machen. Dafür war das auch ja nicht so unprofessionell, aber im viel zu kleinen Rahmen und viel zu speziell. Ich habe dann vielleicht, weiß ich nicht, einen Einbau im Monat oder so gemacht. Vielleicht 2. Hast du dich da mehr auf so wirklich so, ich sag mal, Wettbewerbs-SQ-High-End-Dinger spezialisiert oder auch so, ich brauche mal irgendwie einen Lautsprecher, weil der ist kaputt gegangen, kannst du was machen? Ja, das war schon oder ist schon eher die Richtung mit High-End vielleicht übertrieben, aber ich sag gehobene Richtung. Radios tauschen war nie mein Ding. Das ist nicht meine Baustelle, da bin ich ehrlich. Aber wirklich so, ja, Lautsprecher tauschen, aber dann in der Regel auch mit ein bisschen Umbau verbunden. Heißt, vor die Verkleidung holen oder geholt zu der Zeit. Hochtöner gespachtelt und ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, du hast meinen Frontsub gebaut damals. Ja, ich erinnere mich. Lebt der noch? Der Frontsub lebt in der Garage aktuell, also der ist nirgendwo eingebaut, Ja. Aber das Gehäuse an sich, das gibt es wirklich noch so. Ja, cool. Ja, genau solche Sachen. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Dann habe ich da so einen Tag in so einem Fußraum gehangen und habe einen Fußraum-Subwoofer laminiert. War natürlich auch viel langsamer als das einer der Händler, einer der das tagtäglich macht. Ja, aber es hat Spaß gemacht. Natürlich mit Schutzmaske, ne? Weil Subwoofer, also alles, was mit Epoxidharz und was weiß ich was, das gibt ganz tolle Kopfschmerzen sonst. Ja. Wurde ich das eine oder andere Mal für belächelt, dafür, dass ich dann immer mit der Gasmaske gehangen habe, aber ist schon besser. Gesünder. Definitiv. Ja, wie gesagt, so kam der Kontakt zustande zum Hersteller und dann ging das so ein bisschen hin und her, ein bisschen Feedback gekriegt, unterhalten und dann kam irgendwann der Kontakt so, gingen die Gespräche halt in eine Richtung, dass ich dort anfangen konnte zu arbeiten in Vollzeit. Ja, aber du hattest doch dein Kochdasein. Genau, da musste ich lange überlegen für. Ich war lange in dem Betrieb, in dem ich gekocht habe. Ich glaube auch 8 Jahre oder 7, 8 Jahre. Also gesetzte Position, sicher und genau, Spaß. Sicherer Job. Also war das auch eine Risikoabwägung. Meine Frau war schwanger zu der Zeit, als das so richtig zugange kam. Und dann habe ich das aber tatsächlich gemacht und habe mich dafür entschieden. Also hast dein Kochdasein gekündigt, hast gesagt so, Jungs, ich bin weg. Ja. Und hast bei Elektromedia dann quasi unterschrieben. Ja, genau so. Oder hast du einen Titel? Was machst du? Die Position nennt sich Technical Marketing Manager Europe. Okay. Ich bin ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem Markt und dem Händler und der Entwicklung in Italien. Heißt, der Händler oder der Markt wünscht sich ein Produkt oder ein Feature auf der DSP-Plattform, im DSP oder Zubehör. Und dann bin ich derjenige, der das von den Händlern quasi ein bisschen einsammelt und von dem Markt und auch den Markt beobachtet, welche Autos sind gefragt, welche Autos werden viel umgebaut bei den Händlern und leite das dann in unzähligen Meetings weiter an die Entwicklung in Italien. Also quasi so ein bisschen Anforderungsmanagement zusammensammeln. Genau. Und dann wahrscheinlich auch irgendwie übersetzen, jetzt nicht ins Italienische, aber ins Technische, damit die Jungs das halt verstehen. Ne? Weil das ist ja immer so die Sache, wenn
Dann kommt, ich brauche einen Knopf, ja, Was soll er können? sinnvoll und Genau. so, dann Genau. auch rübergehen. Das ist, ja, Übersetzen ins Englische, ja. Das Übersetzen ist da eher weniger der Punkt. Aber vielmehr die genaue Anforderung an das Produkt. Ja. Das muss im Voraus, bevor ein Produkt entwickelt wird, muss die Anforderung halt ganz klar definiert sein. Ja? Weil wir dann einfach das Produkt exakt auf die Anforderungen zuschneiden können. Ja, natürlich entwickeln wir uns immer weiter, ja, mit unseren Produkten und auch im Nachgang, wenn ein Produkt auf dem Markt ist, man sieht das ganz gut an der Bitdrive-Plattform, der DSP-Software zu unseren DSP-Endstufen. Ja. Da entwickeln wir immer weiter dran. Ja, das heißt, da werden immer neue Features implementiert, immer kleinere Änderungen vorgenommen, wenn sie dem Händler das Leben und dem Nutzer das Leben einfacher machen und das Ganze beschleunigen. Ja. Für den Händler ist natürlich Effizienz einfach super wichtig. Das ist für Enthusiasten, wie du das bist, nicht so super Priorität, dass das Einstellen super schnell geht. Also ich freue mich natürlich auch über irgendwelche Shortcuts, damit ich da halt irgendwie schnell an die Sachen komme. Aber bei mir, ja klar, wenn ich halt irgendwie eine Woche lang ein Auto einstelle, dann ist mir das egal. Wenn ein Händler eine Woche lang einstellt, dann ist es verdammt teuer. Genau. Und da justieren wir eben immer weiter nach. Und diese Anforderungen dann in die reine Entwicklung zu transportieren, das ist einer meiner Jobs. Dann trainiere ich die Händler auf unsere Produkte, vor allem auf die DSP-Software, auf die Bitdrive-Software. Das mache ich aber dann nicht nur in Deutschland. Ich war zum Beispiel schon in der Türkei, in Österreich und zeige den Händlern da, wie sie mit den Produkten umgehen und wie wir uns einen Arbeitsablauf zum Beispiel gedacht haben. Das muss der Händler und der Nutzer muss natürlich wissen, wie funktioniert das Produkt an sich und in welchem Arbeitsablauf gehe ich an die Software dran, wenn man die DSP-Software da nimmt. Genau. Du hast gerade gesagt, du warst jetzt in der Türkei und in Österreich. Ich war ja letztens in Polen und bin da halt in ein paar Kaifi-Läden gegangen und habe so gefragt, so, ja, was habt ihr denn hier so an DSPs? Und dann wurde ich nur so angeguckt, so, wie DSPs? Ja, Soundprozessoren. Nee, sowas verkaufen wir hier nicht. Und also grundsätzlich klar, irgendwie Polen ist jetzt nicht das reichste Land und wenn das Auto halt teurer ist als ein Soundprozessor, ist es halt schwierig. Aber ich weiß nicht, wie ist das in der Türkei? Ist es da besser? Mit DSP sind die da ganz gut zugange, ja. Okay. Also man muss das ein bisschen so sehen, wir in Deutschland sind in vielen Dingen Vorreiter in der Car-Audio-Branche. Ist das so? Das sehe ich so, ist meine persönliche Meinung. Die Händler hier haben die Autos früher in ihrem Ladengeschäft, in der Werkstatt stehen, als das in 70-80% der anderen Länder der Fall ist. Von den Modellen her gesehen. Von den Modellen her gesehen. Ja, die Deutschen wollen halt immer das Neueste, ja. Somit ist Deutschland einfach ein super wichtiger Markt. Das ist nicht der größte Markt. Der deutsche Markt ist groß. KF wurde schon ganz oft tot gesagt, sehe ich auch anders. Aber das ist ein super wichtiger Markt. Die Händler sind in der Regel alle super skilled und wissen, was sie tun beim Einmessen und beim Einbau. Viele. Ja, die Händler, mit denen wir da zusammenarbeiten oder mit denen ich da zusammenarbeite und die ich am Telefon habe oder ähnliches, die sind alle super fit, was DSP-Einmessen angeht. Das ist nicht überall auf der Welt so. Das sehe ich auch ganz klar. Aber dadurch, dass die neueren Autos früher hier in den Werkstätten stehen, sind die immer ein bisschen voran. Deswegen ist der deutsche Markt einfach so wichtig, weil wir hier sehen, was passiert in den nächsten Jahren auf dem Rest der Welt. Ja? Zumindest so Europa, weiß ich was. Ich weiß nicht, absolut. Die Autos in Amerika sind wahrscheinlich nochmal ganz was anderes. Der US-Markt ist ein ganz anderer. Gehen die Leute grundsätzlich anders an die Sache ran, die Händler wie auch die Endkunden. Da ist Bass, Subwoofer noch viel wichtiger, als das hier der Fall ist. Das ist alles. Ja. Hier ist meine Erfahrung klar, der Kunde möchte natürlich mehr Bass haben. Aber der hat auch Ansprüche an Bühnenstaffelung, an Tonalität vom Frontsystem. Da ist nicht der Subwoofer nur der Hauptpunkt, weshalb er zum Händler kommt in der Regel, behaupte ich. Ja? Ist sicherlich oft mal oder öfter einer der Punkte. Aber oft quasi die Einstiegsdroge. Ne? Ja, also absolut. Man dann halt quasi irgendwie, absolut. Jetzt habe ich Spaß, jetzt will ich auch mehr. Genau, absolut. Und das ist das, was ich so mache. Dann solche Sachen wie
Die YouTube-Videos jetzt sind natürlich auch ein bisschen Part. Also ist ja auch steht ja auch Marketing Absolut. mit in deinem Titel drin. Absolut. Und da ist auch ein bisschen, ich sag mal, Markenbotschafter. Also ein gutes Produkt muss man nicht erklären. Ja, aber natürlich bedarf es immer für den Händler und für den Nutzer ein bisschen Background-Wissen. Und da ist die Anleitung nicht immer der richtige Faktor. Ja, manche lesen die Anleitung nicht, manche wollen sie nicht lesen. Also ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich halt mir oft Produkte angucke, gucke ich oft in diese Anleitungen rein. Und diese Anleitungen sind auch eigentlich, sie sind immer schwierig. Bei manchen ist das so, wir versuchen die Anleitung natürlich so... Ihr habt coole Bilder. Ihr habt auf jeden Fall immer sehr, sehr cool und sich hier zusammenstecken, was weiß ich was. Das machen dann die Kollegen direkt aus Italien. Das machen wir alles selber in Italien. Also das ist schon cool. Also es sieht auch immer geil aus. Also es ist so vom optisch, ja. Bilder sind halt super wichtig. Ich hab auch keine Lust, erst einen 30-seitigen Text zu lesen, um dann zu verstehen, welchen Stecker ich wieder zusammenstecken muss. Genau. Da ist ein Bild manchmal einfacher und selbsterklärender. Das ist so... Das ist dein Job. Sind Teile meines Jobs, ja. Dann natürlich auch Produkte in der Vorentwicklung. Also Produkte vorher ausprobieren, wenn sie aus der Entwicklung kommen. Funktioniert das so im täglichen Gebrauch? Das ist immer... Testest du dann bei dir im Auto oder hast du da irgendwelche Testkandidaten, wo du das dann so reinschmeißt? Ja, hauptsächlich bei mir im Auto. In den ersten Phasen natürlich bei mir im Auto. Hab natürlich auch im übernächsten Schritt immer den ein oder anderen Freund und Kunden noch, wo ich mal sagen kann, hier, probier das mal aus. Das ist dann aber in der Regel schon das Serienprodukt, eins der ersten Serienprodukte. Aber ansonsten ist das Ausprobieren und Versuchen und gucken, ob alles läuft und wie es läuft und ob der Workflow funktioniert, ist dann auch ein wichtiger Punkt meiner Arbeit natürlich. Du hast ja gemeint, du bist halt in den Meetings und gibst denen quasi die Anforderungen weiter. Heißt das, dass du theoretisch auch, wenn du sagst, du willst irgendwas total gerne haben, dass du das auch irgendwie hinkriegst, oder bist du da halt noch relativ weit vorne in der Entscheidungskette? Sowas ist immer eine Teamentscheidung. Also ich entscheide da nicht alleine oder im Prinzip bin ich kein Entscheidungsträger. Aber ich kann mein Feedback abgeben oder unser Feedback vom deutschen Markt und dann wir sind da so ein Dreierteam mit einem Amerikaner zusammen mit dem Ken Ward. Und dann haben wir jemanden in Italien direkt. Wir haben Meetings 1, 2, 3 Mal die Woche teilweise und schließen uns da kurz und besprechen sowas immer. Ja, also das sind nicht so Einzelfallentscheidungen und natürlich gibt es da, wir sind ein großes Unternehmen. Wir sind ein wirklich großes Unternehmen, wir haben über 400 Mitarbeiter auf der Welt. 400, über 400, ich glaube 470, 472 Mitarbeiter über die Welt verteilt. Da ist das manchmal leider, manchmal hat das aber auch durchaus seine Vorteile. Gibt es einfach Strukturen, an die man sich hält oder an die man sich halten muss, um ein Produkt zu bekommen. Ja, also da sitzt dann nicht ein Entwickler und lötet da irgendwie ein bisschen was zusammen und dann ist das ein fertiges Produkt. Sondern da steckt halt viel mehr hinter, von Businessplänen über die Entwicklungsschritte selber, die Anforderungen, wie vorhin gesagt, da gibt es Anforderungsseiten und genaue Abläufe, was alles definiert sein muss, bevor ein Produkt in die Entwicklung geht. Also die Frage ist somit nicht ganz so einfach zu beantworten, wie man sich das vielleicht erst vorstellt. Okay, dann anders. Hast du schon mal ein Feature, was du haben wolltest, durchbekommen? Ja, durchaus. Waren bisher immer so kleinere Änderungen, sage ich mal. Vielleicht ein gutes Beispiel, ist total einfach eigentlich, aber unsere Vorzeitenstufen haben einen Schalter für das Einschalten mit dem High-Level-Signal. Da hast du eine BTL-Spannung drauf auf dem High-Level-Signal, auf den Lautsprecherkabeln, die aus dem Werksradio kommen. Und ein Punkt, den wir da geändert haben auf unseren deutschen Wunsch hin, ist, dass unser Schalter bei den Endstufen, wenn die Endstufe aus dem Karton kommt, ist der Schalter schon auf an. Ja? Das heißt, die Endstufe geht auch direkt an, wenn man sie einbaut. Ja, und man muss sich, 80% der Einbauten sind heute mit High-Level. Ja? Es gibt vielleicht sind es 60% oder 70%, aber der zumindest etwas größere Teil sind Anbindungen an Werkshead-Units. Ja. Und dafür werden unsere Endstufen oder die Verstärker, die DSP-Verstärker genutzt. Also ist es natürlich
wichtig und für den Händler und für den Einbauer, dass er das einbaut und muss sich keine Gedanken darüber machen, muss ich diesen kleinen Schalter jetzt noch umstellen oder nicht. Okay. Einfach eins der Beispiele. Okay. Das ist jetzt dein Traumberuf, weil, also du hast mir gerade noch irgendwie vorher im Vorgespräch erzählt, so du arbeitest eigentlich nicht mehr. Ich muss nie wieder arbeiten. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und das mache ich super gerne. Da ist das fühlt sich halt nicht wie Arbeit an. Nein, genau, es fühlt sich nicht wie an. Natürlich ist es Arbeit, aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ja? Ich bin super happy damit. Das war ein großer Schritt für mich. Ist auf jeden Fall irgendwie, Leben ist ganz anders. Ja. Ja. Und du machst auf einmal was anderes. So. Natürlich war das eine Umstellung, ne? Von den ganzen Tag in der Küche stehen zu einem Job, der vielleicht 50, 60, 70% aus Büroarbeit besteht, abgesehen von den Trainings und den Reisen, solche Sachen oder einbaut noch was auszuprobieren, ist das schon eine Umstellung. Wenn du so zufrieden bist mit dem, was du da tust, was würdest du denn dann halt irgendwie so einem, naja, jemanden, der gerade von der Schule kommt oder der halt jetzt vielleicht schon irgendwie was überlegt, was will ich denn machen und sich denkt, boah, KHIFI-Szene, das ist genau das, ich will halt in diesen KHIFI-Sektor kommen. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, dann mach das? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, die mir spontan einfallen. Also da muss man unterscheiden zwischen Händler und Hersteller. Bei dem Hersteller oder bei uns als Hersteller hat man natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Ja, da ist von Marketing über Management, über Finanzen und Controlling bis zu technischen Sachen wie Verstärker, Lautsprecherentwicklung, Messverfahren ist da alles dabei. Also vom Physikstudium bis irgendwie Buchhaltungslehre. Genau. Damit kann man natürlich in die KHIFI-Branche gehen oder natürlich auch beim Händler. Beim Händler ist das natürlich was anderes mit den Einbauten. Da ist es halt, ich finde es einfach super wichtig, dass man das macht, worauf man Bock hat. Das ist in fast allen anderen Jobs auch so. Aber bei KHIFI, wenn man da so richtig für brennt und lebt, dann kann das schon wirklich gut gehen. Es gibt keinen Ausbildungsberuf im KHIFI, keinen direkten Ausbildungsberuf im KHIFI. Natürlich ist da eine Kfz-Lehre oder ähnliches durchaus von Vorteil. Ja, aber viel wichtiger, und ich glaube, das werden viele Händler auch so sehen, viel wichtiger ist da, dass man einfach enthusiastisch ist und da Bock drauf hat. Wenn man dann vorher schon mal 5 Anlagen eingebaut hat, ist das cool. Aber wenn man am Ende noch nicht so viel Ahnung davon hat, dann ist das auch gar nicht so schlimm. Das kann man alles lernen. Ist nicht super schwer. Wenn man ein bisschen technisches Verständnis hat, wäre das schon geil. Und handwerkliches Geschick. Ja, und vielleicht ein bisschen mit den Händen umgehen kann, wäre das schon, oder ist das schon gut. Aber ansonsten muss man da vor allem Bock drauf haben. Und das kann man lernen. Also wie gesagt, es gibt keinen Ausbildungsberuf. Da sind, ich glaube, ganz, ganz viele Händler sind Quereinsteiger und ganz, ganz viele Mitarbeiter bei den Händlern sind Quereinsteiger. Ja, wenn es keinen Ausbildungsberuf gibt, wie willst du denn sonst dann da reinkommen? Ne? Man kann zum Beispiel bei dem einen oder anderen größeren Laden kann man Ausbildung machen. Einzelhandelskaufmann, Kauffrau. Dann ist man natürlich schon mal so ein bisschen da reingerutscht. Dann kriegt man vielleicht nicht alles vom Einbau mit, aber vom Verkauf und ist schon in der Branche zumindest ein bisschen drin. Aber es gibt natürlich auch so richtige Quereinstiege. Ja, wie bei mir. Als Koch zum Beispiel. Ja. Wenn man eine Kochlehre gemacht hat. Merken wir uns, Koch werden und danach direkt in die KHIFI. Kann man so machen. Also Enthusiasmus ist da einfach der für mich wichtigste Punkt. Okay. Also, kommt auf die Eier. Ja, der ein oder andere, wir hatten das Thema auf einer Händlermesse. Da waren ein paar Ayaner vor Ort, die auch ein bisschen für die Aya die Werbetrommel gerührt haben und ein bisschen versucht haben zuzuhören. Und da kam tatsächlich das Thema, dass es vielleicht auch für den Händler gar nicht blöd ist, sich auf zum Beispiel dem Aya-Finale Ende des Jahres blicken zu lassen. Und vielleicht kommt man ja mit dem einen oder anderen ins Gespräch. Und vielleicht passt das ja für den Händler, dass man da einen Mitarbeiter findet. Ja. Ich weiß von einem Händler, der tatsächlich kommen will zum Aya-Finale. Um Leute zu akquirieren. Leute zu akquirieren ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber von der Sache her hat man ja erstmal nichts zu verlieren. Ja. Als Händler. Okay, einen Tag, für den ist das natürlich, für den Händler ist das ein Job, gar keine Frage. Aber es sind halt lauter so Verrückte, die sich
die das zum Hobby haben, was wir als Beruf machen. Und da kann man nur gewinnen. Und selbst wenn man nur, schwer auszudrücken, Mantra ist vielleicht das falsche Wort, aber selbst wenn man nur so ein bisschen Enthusiasmus noch mitnimmt für sich selbst und ein bisschen mal über den Tellerrand guckt, außer dem, was man tagtäglich im Geschäft macht als Händler. Also ich glaube, man kann sich auch also wenn jetzt tatsächlich das Finale ist, auch als Händler sicherlich irgendwie Inspiration holen, weil man sieht natürlich ganz, ganz viele Einbauten und alles Mögliche. Ja. Und natürlich auch irgendwie als Hersteller sehe ich das auch super praktisch, weil da kriegt man auch super viel Feedback. Also wo hat man denn so viel... Absolut. Ich will jetzt das Freak-Wort sagen, nicht sagen, aber ja. so viele Leute, die wirklich dafür brennen auf einen Punkt. Absolut. Ganz deiner Meinung. Ist auch einer der Gründe, warum ich da immer noch gerne hinfahre. Ja, wegen den Leuten natürlich. Wegen den Leuten natürlich, aber auch, weil einen kürzeren Weg zum Endkunden gibt es fast nicht. Ja. Als die AJA. Klar sind das alles, ja, du hast das F-Wort gesagt, lauter Freaks. Man kriegt schon Feedback. Und das ist wichtig. Auf jeden Fall. So, und wenn dann da noch einer dabei ist, der aus irgendwelchen Gründen gerade den Job wechseln will und da ist ein Händler, der da steht und sagt dir, muss man halt nicht mehr so viel reinstecken. Der hat schon ein bisschen Vorerfahrung, würde ich sagen. Man kann sich zumindest unterhalten darüber, ob das nachher passt und wie und wo und was. Also selbst wenn ein einziger Händler und ein einziger, ich sag mal, Ayaner zusammenkommen und die beiden einen Aushilfsjob vereinbaren, wie auch immer, das müssen die ja nicht vor Ort machen. Ja, aber selbst wenn dann ein Aushilfsjob zustande kommt, ist da ja schon was gewonnen. Erstmal Perspektive und dann kann es immer noch was. Ja. Genau. Also Nachwuchs ist auch bei den Händlern ein ganz großes Thema. Also die suchen. Ja. Händering, glaube ich. Genau. Also, wenn ihr Bock habt, sprecht mit eurem Händler vor Ort. Weil, also, ich kenne sehr, sehr viele Händler, die haben halt einfach den Hof vollstehen mit Autos und die kommen halt quasi nicht hinterher. Also auch jemand, den ich vielleicht demnächst nochmal im Video, ganz ehrlich, der tut mir ein bisschen leid, weil er halt wirklich von morgens früh und halt wirklich jeden Samstag, also so, der brennt dafür, der hat da Bock drauf, ja. Aber da ist halt auch einfach viel zu tun. Ja. Und dafür braucht man Leute und deswegen, wenn da irgendwie einer Bock drauf hat, dann ja, wie finde ich, also klar, irgendwie sollte schon irgendwie eine Umgebung sein, das heißt, man kann natürlich seine Händler irgendwie abklopfen und gucken und fragen. Ja. Und auf jeden Fall eine Branche, die nach dir jetzt erstmal nicht aussterben wird. Nee, nein, ganz sicher nicht. Es ist halt die Zeit, ich sag mal, die 2000er sind halt vorbei mit riesigen Show-Ausbauten, riesige Subwoofer-Kisten, den ganzen Kofferraum vollgeknallt damit, ja, dass man gar keinen Platz mehr hat für die alltäglichen Sachen. Der Trend bei den Händlern geht ganz klar zu OEM-Einbauten. Vielleicht nochmal einen Hochtöner vor die Verkleidung geholt oder so. Aber ansonsten geht der Trend ganz klar dazu, dass es alles in den OEM-Plätzen ohne Platzverlust ist. Nicht sehen davon, aber morgens einsteigen und Spaß haben. Glücklicher aussteigen als einsteigen. Genau. Das ist immer noch das Ziel der kompletten Geschichte. Und da geht der Trend hin und da sehe ich die Branche auf jeden Fall nicht aussterben. Okay, also, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe Bock auf einen Job in der Industrie, beim Händler, beim Hersteller, guckt euch um, interessiert euch, brennt für die Sache, dann kann das auch funktionieren. Ansonsten, wenn ihr irgendwie noch ein bisschen mehr erfahren wollt über vielleicht Audison oder Herd oder was Hi-Res ist, mal gucken, vielleicht mache ich da noch ein paar Videos zu. Also, ich danke dir für deine offenen Worte. Also, es war ja jetzt wirklich, ja, ich habe viel gelernt, du nicht, aber dafür bin ich ja hier, um dich Sachen zu fragen. Und deshalb, ich werde wahrscheinlich dich noch ein bisschen mehr belästigen und ein bisschen mit mehr Fragen löchern. Wenn da irgendwie Interesse dran ist oder sonst irgendwas, lasst gerne ein Abo da, dann werdet ihr das nicht verpassen, wenn hier noch weitere Videos aus dieser wunderschönen Location rausfallen. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis später.